Sind Sie bereit für einen Adrenalinkick? Motorradfahrer haben wieder einmal den gesamten Verkehr lahmgelegt, einen Unfall mit der Polizei verursacht und sind selbst von ihren Motorrädern gestürzt. Sie werden sehr überrascht sein, wenn Sie die interessanten Details aus den Polizeiberichten hören. Der Grund für die Flucht ist manchmal, dass sie sich über die Polizei lustig machen wollen. Manchmal aber auch dramatische Ereignisse im Leben des Fahrers. Die Action beginnt. Bleiben Sie dran. An einem ruhigen Nachmittag auf den Landstraßen von Arkansas stieg die Spannung innerhalb von Sekunden, als Trooper Jason Weston den Befehl Halt gab. Trotz des Befehls, der am 21. November 2025 um 15:05 Uhr erteilt wurde, gab der Motorradfahrer nicht nach und setzte seine Flucht fort. Der Fahrer verlor am Straßenrand die Kontrolle und stürzte von seinem Motorrad. Der anschließende Dialog mit der Polizei war interessant. Get up here! Get up here! Please! Get up here! Okay! Please let me call her! Climb up here! Do it now! Get over here! Right fucking now! Get over here and lay down! Lay down on your face! Please let me... Lay down! Look away from me! Stick your arms out to the side! Stick your arms out to the side! Please, sir! Wait, okay, I'm sorry, man! I'm supposed to be getting my son! Please, let me call her! Please! I'm sorry, sir! Der Fahrer kniete unter Tränen nieder und gab zu, dass ein aktiver Haftbefehl gegen ihn vorlag. Damit wurde die Verfolgungsjagd von einem Verkehrsdelikt zu einer regelrechten Rechtskrise. Why are you running? I'm not gonna lie, I have a warrant. For what? Stupid shit. It's like what? I failed to appear. Oh God, and I'm absconding. I'm supposed to be getting my to an old lady so I can take my son to work, or take her to work and watch my son, man. Am 22. November 2025 um 22:39 Uhr gab Trooper Kyle Sheldon mit eingeschalteten Sirenen einem Motorrad, das auf dem schmalen und dunklen ländlichen Abschnitt der Jump Road fuhr, ein Haltesignal. Der Fahrer schaute zurück und sah das Streifenfahrzeug, doch anstatt langsamer zu werden, beschleunigte er und fuhr weiter. Die Straße mündete nach einer Weile in einen Schotterbereich und das Motorrad verlor die Kontrolle und prallte gegen einen Drahtzaun. Unmittelbar nach dem Unfall richtete Trooper Sheldon seine Waffe auf den Fahrer und befahl ihm, Hände hoch auf den Boden. Der Fahrer redete jedoch weiter schnell und wirr und entschuldigte sich immer wieder. Show me your fucking hands! Show me your hands! Get on the ground! Turn over! Shit! Turn over! I didn't mean to. Turn over! I didn't mean to. Put your face on the ground. I'm sorry, bro. I will get you an ambulance. No, I don't need one. Put your hands behind your back. I wasn't trying to run from you. You did run from me. Put your hands behind your back. Oh, shit. I'm sorry. Stay just like that. Yes, sir. Don't move. You understand me? Yes, sir. Stand by. Oh shit, I didn't know you fought. With the flashing blue lights? I didn't see you. You looked right back at me, man. I was being fucking stupid. I noticed. I'll tell you what, man. You're hurt. I'm gonna cuff you in the front. Turn over. No, I'm not hurt. I promise you I'm not hurt. Well, look. Oh, fuck, Sheldon. Who are you? Fuck. You know who I am. No, I can't. Right now, I I'm don't. Cody. I work for Eric. Oh. What are you doing? Hell, I was on this back road right here. I was trying to just fucking come down this back road real quick. Well, man, you're in a bad position because I can smell the alcohol in your breath, too. Oh, yeah, I'm not. Shit. Fuck me, dude. Well. Fucking stupid ass me, dude. Now I'm about to lose my fucking kid. Just stay right there, okay? I promise you I'm not hurt, dude. Well, listen. I have to have you looked at. Bei der ersten Überprüfung stellte sich heraus, dass das Motorrad neu zusammengebaut worden war, aber die Bremsen funktionierten nicht und der Helm war zwar aufgesetzt, aber nicht befestigt. Der Fahrer gab außerdem an, Alkohol getrunken zu haben und keinen Führerschein für das Motorrad zu besitzen. Bei der Intervention am Rand des Drahtzauns sorgte der Trooper sowohl für Sicherheit als auch für Erste Hilfe.
A wallet in your pocket? I don't. Do you need my ID number? Yeah, I'll get it in a second. You don't have nothing in your pockets, do you? I swear to God, I don't have nothing, dude. Am 22. Juni 2021 um 17:03 Uhr verwandelte sich ein ruhiger Nachmittag plötzlich in eine Verfolgungsjagd. TPA Williams verfolgte ein Motorrad, das einem Stoppschild nicht gehorchte, während Sirenen in der Umgebung der Lucky Street und der Old Atlanta Road heulten. Das Motorrad ignorierte die Stoppschilder und setzte seine Flucht fort. Es fuhr sowohl auf der Gegenfahrbahn als auch auf dem grasbewachsenen Mittelstreifen und führte dabei gefährliche Manöver durch. Die Trooper versuchten zweimal, ihm den Weg abzuschneiden, aber der Fahrer fuhr sowohl auf den Seitenstreifen als auch auf das Gelände und begann über den Parkplatz einer Kirche und offene Felder zu fliehen. Wenn in Deutschland ein so junger Fahrer in ein Waldgebiet flüchtet, wird er in der Regel mit Drohnen verfolgt und die Polizei bricht den Kontakt zu ihm ab. In den USA, insbesondere im Bundesstaat Georgia, kommen jedoch sofort taktischer Druck und K9 zum Einsatz, sobald die Flucht beginnt. Was ist Ihrer Meinung nach die richtige Strafe für einen Fahrer in diesem Alter? Schreiben Sie einen Kommentar und abonnieren Sie unseren Kanal, um weitere Verfolgungsjagden zu sehen. Aufgrund des Drucks der Polizeibeamten begann der Fahrer auf dem Straßenrandstreifen zu fahren. Hier sprang er mehrmals über das Motorrad und riskierte dabei einen Sturz.
Als letzte Maßnahme bog der Fahrer scharf in Richtung Glenwood Road ab, verlor jedoch fast die Kontrolle über sein Motorrad, als er fast mit dem Streifenwagen kollidierte, stürzte und floh zu Fuß in ein Waldgebiet. Das K9-Team aus Spalding County wurde hinzugezogen, ein Sicherheitsring wurde um das Gebiet gelegt und kurz darauf wurde der 17-jährige Thaddeus Walker beim Verlassen des Hinterhofs eines Hauses gefasst. Noch bemerkenswerter: Walker war bereits bekannt, weil er wiederholt vor der Polizei geflohen war. Am Abend des 3. März 2022 um 18:54 Uhr verwandelte sich die Ampel an der Shirling Drive plötzlich in eine adrenalingeladene Szene. Ein junger Mann, der ohne Schutzkleidung und ohne Helm mit seinem Motorrad an der Ampel wartete, wurde entdeckt und aufgefordert anzuhalten. Anstatt anzuhalten, fuhr er jedoch bei Rot über die Ampel und begann zu fliehen. Als die Verfolgung auf die New Clinton Road verlagert wurde, begnügte sich der Fahrer nicht damit zu fliehen. Er begann mit gefährlichen Manövern mit einer Geschwindigkeit von etwa 90 Kilometern pro Stunde zwischen den Fahrzeugen hindurchzufahren. Trooper Barker schloss sich der Verfolgung an und meldete die Richtung, Geschwindigkeit und das Verhalten des Fahrers an die Zentrale. Als er schließlich auf die Donald Avenue flüchtete, wurde der Boden rutschig und das Motorrad stürzte. Die Streifenwagen nahmen eine Front- und Heckposition ein, aber der Fahrer gab nicht auf. Als er erneut versuchte, sich auf das Motorrad zu schwingen, zeigte Trooper Barker seine Waffe und gab laute Befehle. Als er sich den Befehlen widersetzte, wurde ein kontrollierter Eingriff gegen sein Gesicht vorgenommen und die Flucht war endgültig beendet. Die Identität des Fahrers wurde als Zachary Trayvon Pryor Hicks bestätigt. Das Motorrad war nicht zugelassen, hatte keine Versicherung, aber der Führerschein war gültig. You go stick, stab, or poke us? Yes, sir. I just got my gun on the ground over there, man. Yeah, I got you. Yeah. What you running for? Hold on. I'm just trying to Listen, hold on, wait. You got the right to remain silent. Anything you say can will be used against you in the court of law. You have the right to talk to a lawyer and have him or her present before any questions if you wish. If you cannot afford a lawyer, one will be appointed to represent you. You can decide at any time to answer my questions or not answer any questions or make any statements. Do you understand these rights? Yes, sir. With these rights in mind, do you wish to talk to us? Yes or no? Yes, sir. All right. What you running for? I just on the way home, sir. And please don't BS me. Just what you running for? I just on the way home, sir. That's not making any sense. If you're on the way home, this is a small stop, checking registration and insurance on the bike, and you would have been released. What you running for? I just on the way home, sir. I had nothing on me illegal. The gun or the bike ain't stolen. No, sir. You just turned something small into something big, huge, for no reason, all right? Bro, everybody that tell me riding the dirt, man, they say I be knocking folks off the bike and all the other stuff, man. I say I be doing too much. I ain't even doing nothing, sir. So it's alright. I don't got nothing legal on me. Yeah, there you go. Are they just fake pockets? Now they probably real pockets, just ain't nothing in them. I don't do nothing, so I just ride my dirt bike. Then why you didn't stop? It's not. You ain't making no sense. I'm telling you, like, I don't, like, real. If they say we knocking folks off the bike, what you gonna run for? And plus, we ain't gonna make contact with I you. thought y'all was gonna let me go home. Y'all see me just going. I wasn't doing no wheelies, nothing illegal. Spitting out, nothing like that. That's you got tag. And then you got insurance. You're not insured, and it's not a registered motor vehicle. That's the problem. Yes, sir. My money with the other stuff. It's coming with you. It's going with you. Pockets, okay?
Hey, you said you had the gun over there? Where's the gun? Hold on, wait. Hold on, wait. Stay over here. It should be around here somewhere. I got you. Right here in this area. Probably up under your car. Hey, just All right, get do the me a mic favor. up. Come back here. Can I leave you my phone in the car? I got you. That's all I want. Everything else is good. I ain't getting nowhere else. Thank you. Yes, sir. And I swear to God, Yes, sir. I know Will, Bill, everybody. Oh, yeah? I wouldn't do it. Gerald Barney. Ein Motorradfahrer in einem orangefarbenen T-Shirt wurde um 16:56 Uhr auf der Interstate 85 mit einer Geschwindigkeit von genau 87 Meilen pro Stunde vom Radar erfasst. Die Sirenen wurden eingeschaltet, aber der Fahrer beschleunigte noch weiter und fuhr auf den Standstreifen, wo er wie ein Geist zwischen den Fahrzeugen hindurchglitt. We're coming up past the 9 marker. Coming up past the 9 marker. He's trying to look like he's trying to pop the clutch. Or he's trying to pop the clutch. Diese gefährliche Flucht unter Missachtung der Verkehrsregeln gefährdete innerhalb von Sekunden das Leben unschuldiger Fahrer. Genau aus diesem Grund werden Verfolgungsjagden in den USA mit viel aggressiveren Methoden gestoppt als in Deutschland. He's passing in the mercy lane. Passing in the mercy lane. Still passing mercy lane. Passing the 12. Coming up to the 12. Als er die Meilenmarkierung 9 erreichte, fuhr der Verdächtige mit hoher Geschwindigkeit auf der linken Spur und winkte ständig mit der Hand, als würde er sich über die Verfolgungsjagd lustig machen. Der Fahrer missachtete wiederholt die Fahrspuren, einschließlich des Standstreifens, und überschritt ständig die Geschwindigkeitsbegrenzung. Alright, we're shortly coming up to the 13. Shortly coming up to the 13. Still northbound. Still in and out of traffic. Still in and out of traffic. Several improper lane changes. Several improper lane changes. Alright, we're passing the 13. Als er sich der Meilenmarkierung 15 näherte, fuhr der Fahrer zwischen zwei Fahrzeugen hindurch und begann den Abstand zu vergrößern. I'm trying to catch back up on her. Just give me a second. Right, coming up to the 14. Coming up to the 14 in the left lane. Just getting it. Very high rate of speed, Lagrange. Very high rate of speed. Passing the 15. Passing the 15. Die Polizei gelang es, das Motorrad mit einer speziellen Manövertechnik namens Channelization-Technik auf die Grasfläche zu lenken und anzuhalten. Es wurden Waffen gezogen, laute Warnungen ausgegeben und der Fahrer außer Gefecht gesetzt. Obwohl der Motorradfahrer angab, nicht anhalten zu können, wurde er festgenommen und sah sich zahlreichen Anklagen gegenüber, Get over! Move over! Get over! Get over! Get over! Trying to get him stopped. Get over! Trying to get him stopped. Trying to get him stopped. Get off the bike! Get off the bike! Give me a second, Lagrange. Couldn't get it to stop. Get off the bike! 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 Get off! Get off the bike! Don't ruin my Get off the bike! Get off the bike! do that. Get off the bike! Lay down on the ground! Lay down on the ground! Lay down on the ground!
Oh! Give me your I hands. got him sitting on Give me swing. your damn hands. I promise you. Tom Will Tatum. I promise you, Tom Will. I promise you that motherfucker would not stop. I would not do that. I promise you. You smell my brakes? I wore them out trying to stop. I promise you. Tom Will Tatum. I promise you. You hear me? Please, Tom Will Tatum, please. I promise you I would not do that. My shit would not stop, brother. I promise you. I swear to God. I was hit. You could not see me hit my brakes. Please call Will. All right, listen to me, man. You'll be a place on the rest today, okay? Okay. You're free, Call bro, Will. okay? I'll call Will a little bit Thank later on. I'm going to remove your hat, okay? Yeah. I promise you my brakes will burn up. Okay. I just got that bike. You smell them, don't you? Thank you. Yes, sir. And I swear to God. Yes, sir. I know Will, Bill, everybody. Oh, yeah? I mean, I wouldn't do it. Gerald Barney, I would not do that. Had anything to drink today? No, sir. I'm going to read something to you real quick, okay? Take a seat. Take a seat. Take a seat. You're fine? I'm good. I'm Need a good. I was medic? scared to death. Need a medic? No, I was scared to Okay. death. I'm glad I didn't kill somebody or me. When I finally hit neutral, I Vergessen Sie nicht, sich anzumelden, um weitere actiongeladene Verfolgungsjagdvideos zu sehen. Listen to me, okay? Just know you're in that place on the rest for fleeing today, all right? I'm going to read you something real quick. I need